Liebe Violo, ganz herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass ich Botschafterin einer Verein sein kann, interaktiv. Wenn jemand mich vor 10 Jahren gefragt hätte, ob es überhaupt so einen Verein gibt und ob ich Botschafterin werden möchte, hätte ich gesagt, nein, sowas gibt es eigentlich nicht. Weil ich hatte nämlich vor 10 Jahren die Geschichte meiner beiden Neffen beschrieben, wie sie beschnitten wurden und das auch in meinem Buch verfasst. Da war ich, glaube ich, gehörte ich zu sehr, sehr wenigen, die öffentlich über eine Beschneidung von Jungen gesprochen hat. Und dass jetzt nach 10 Jahren, dass wir heute hier öffentlich darüber sprechen können und dürfen, das ist eine großartige Möglichkeit und Chance für uns, dass wir über Menschenrechte sprechen können, die im Namen einer Religion, Kultur oder Tradition vollzogen werden und für mich ganz klar Menschenrechtsverletzungen sind. Es ist auch so, dass die Gerichte sich damit auch beschäftigt haben. Vor 6 Jahren beurteilte das Kölner Landgericht, deshalb sind wir auch hier in Köln, die Beschneidung eines muslimischen Jungen als Körperverletzung. Vor allem aber sofort, was danach kam, Verbände, besonders Islamverbände, aber auch jüdische Gemeinden empörten sich sehr über dieses Urteil. Sie sahen ihre Religionsfreiheit in Gefahr. Vorausgegangen war nämlich eine öffentliche Debatte um die religiöse Legitimation von Vorhautentfernungen in der jüdischen, aber ganz besonders muslimischen Tradition. Hier muss man nämlich auch betonen, in der muslimischen Gesellschaft sind die Jungs nämlich schon ziemlich groß, manchmal sogar 10, 11, 12, je nachdem, wann die Eltern sich dafür entscheiden, wann diese Beschneidung vollzogen werden soll. Und genau aus dieser Praxis entstehenden Leiden konnte man endlich öffentlich darüber debattieren, weil nämlich dieses Urteil gefällt wurde in Köln. In der islamischen Kultur ist die Vorhautbeschneidung von Jungen keine Rechtsform oder hat gar keine rechtliche Grundlage. Es ist ausschließlich Tradition. Das muss man immer wieder eigentlich festhalten. In den autoritären Schriften des Islam findet sich kein entsprechender Hinweis. Daher können wir, wenn wir über Jungenbeschneidung sprechen, in der islamischen Gesellschaft als eine gewollte Stigmatisierung, als eine Abgrenzung gegenüber des Gläubigen von Ungläubigen, der Sauberen von den Unreinen, den Nichtmuslimen einfach sehen und auch so benennen müssen. Die Befürworter der Jungenbeschneidung kritisieren die Beschneidungsgegner als extrem Säkularisten. Da sind auch deutsche Professoren und Gutachter dabei, die zum Beispiel auch die Regierung und auch das Gesetz immer wieder damit eigentlich denen helfen mit einem Gutachten, dass die Jungenbeschneidung ja irgendetwas Geringfügiges sei. Sie argumentieren, die religiöse Sozialisation der Kinder sei ein Recht der Eltern und dieses Recht der Eltern steht über diese Menschenrechtsverletzung und die religiöse Prägung wichtiger, das sei wichtiger als dieser winzig kleine Eingriff bei den Jungs. Mädchenbeschneidung hingegen wird von dieser gleichen Gruppe schwerwiegend und zu Recht verboten, sagen sie, die Jungenbeschneidung sei geringfügig. Ich finde das zynisch. Wissenschaftlich nämlich belegter Fakt ist allerdings, sogar in Deutschland kommen pro Jahr etwa 400 Jungen wegen schwerer Komplikationen bei der Beschneidung ins Krankenhaus. Bis zu 20% der Beschneidung bei Neugeborenen führen zu Verengungen der Harnröhrenöffnung. Eine Beschneidung ist aus medizinischer Sicht 94% aller Fälle unnötig und konventionell eigentlich behandelbar. Vor 6 Jahren hat der Bundestag den Artikel 2 Grundgesetz zur Unverletzlichkeit der Person im Sinne des Wortes beschnitten. Im Ergebnis der Bundestagsberatung wurde nämlich im Familienrecht mehrheitlich der Paragraph 1631d eingeführt, der die medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen Kindes aus jeglichem Grund ohne Arzt zu erlauben. Wir halten dies für falsch und für ein Unrecht,
Hier wird Symbolpolitik auf Kosten von etwa 50.000 Kindern pro Jahr gemacht. Um es beim Namen zu nennen, die Mehrheit im Bundestag wollte sich nicht mit den Islamverbänden, wie immer, werden die Verbände bestimmte Wünsche haben, und auch dem Zentralrat anlegen und opferte die Vorhaut aus opportunistischen Gründen. Auch die Bundeskanzlerin sagte, ich zitiere, ich will nicht, dass Deutschland das einzige Land auf der Welt ist, in dem Gläubige nicht ihren Riten ausüben dürfen und können. Wir machen uns ja sonst zur Komiker der Nation. Zitat Ende. Diese Sorge können wir ihr nehmen. Denn in Island zum Beispiel haben 400 Ärzte, die Fraktion der regierenden Linksgrünen, der Rechtsliberalen und Mitglieder der Volkspartei wie der Piraten eine Gesetzesinitiative unterzeichnet, die Jungenbeschneidung unter Strafe stellt. Wir sollten alle Komiker werden, müssen dafür aber nicht den Humor der Kanzlerin teilen. Selbst der gewünschte Effekt, durch die Erlaubnis in Deutschland die Praxis der religiösen Beschneider oder des Beschneidungstourismus zum Beispiel in die Türkei einzudämmen, ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, man wollte also diese ganze Prozedur hier im Land lassen. Im Gegenteil, der türkische Präsident Erdogan forderte die türkischen Eltern auf, die Beschneidungen weiter ihrer Kinder in der Türkei zu feiern. Er hat nämlich Angst um die Devisen. Die Legitimation der Beschneidung ist meiner Meinung nach Missbrauch des Rechts durch den Gesetzgeber. Es geht um die Unverletzlichkeit der Würde und der Person und auch um das Recht des Kindes, selbst zu bestimmen, was es glauben will und wenn es will, ohne Stigma und frei von Religion zu sein. Das Gesetz zur Jungenbeschneidung hat das Problem nicht geheilt, sondern legitimiert vermeidbares Leid. Es ist Zeit, dass wir das Thema wieder auf die politische Tagesordnung setzen, und ich freue mich und würde mich sehr freuen, wenn wir das heute gemacht haben. Danke.